Hallo, wir sind gerade auf ein Meer von einigen hundert Pfifferlingen gestoßen und da dachten wir uns, wir stellen euch diesen Pilz einfach mal näher vor. Also dann, heute wird's goldig. Zunächst schauen wir uns mal den bevorzugten Lebensraum der Pfifferlinge an. Und da haben wir zumindest erstmal bei einer Sache ziemliches Glück, denn die Pfifferlinge sind relative Generalisten. Insofern, dass sie ja Symbiosepilze sind, also Mykorrhizapilze, die ja unbedingt Bäume brauchen als Symbiosepartner. Ne? Ohne die passenden Bäume geht da nichts. Aber sie sind eben Generalisten, das heißt, sie können mit relativ vielen Baumarten klarkommen und das sind ausgerechnet natürlich genau die Baumarten, die wir in Mitteleuropa sehr häufig finden. Ja, das sind zum Beispiel Rotbuchen, Eichen, aber natürlich auch Fichten, Waldkiefern und auch Weißtannen. Ja, und noch ein paar andere Bäume. Als nächstes ist dann natürlich sehr wichtig die Beschaffenheit des Bodens. Und da wird es dann schon so ein bisschen tricky und da kommen natürlich wie immer auch die Pflanzen ins Spiel. Denn wenn man Pilze sammeln will, ist es ja wie immer großer Vorteil, wenn man eben auch die Botanik kennt und die Zeigerpflanzen. Die Pfifferlinge, die mögen saure Böden, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Auf so basischen Böden finden wir sie nicht. Nur in gewissen Ausnahmefällen, wenn die Oberfläche vom Boden eben auch wiederum versauert ist, ja, durch zum Beispiel sehr viel Nadeln oder sowas. Aber im Grunde sind saure Böden das Beste und die erkennen wir daran, dass wir dort bestimmte Pflanzen vorfinden, die ganz typisch sind für saure Böden. Und das sind zum Beispiel natürlich die Heidelbeeren, Blaubeeren, die Preiselbeeren, aber auch andere Pflanzen wie zum Beispiel das Heidekraut ist ganz typisch, ja, und vielleicht auch bestimmte Gräser wie zum Beispiel die Drahtschmiele. Also wenn die vorhanden sind, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, die sind ja auch recht häufig durchaus, ne? Aber meist nur da, wo der Boden nährstoffarm ist. Und da haben wir eine weitere wichtige Bedingung. Und da wird es so ein bisschen schwieriger, ne? Denn der Pfifferling war eigentlich mal ein sehr, sehr häufiger Pilz, aber vielerorts ist er rückläufig geworden. Und das liegt vor allen Dingen an einem limitierenden Faktor. Und das ist eben diese Nährstoffarmut im Boden. Die ist nämlich nicht mehr so viel vorhanden. Ja, das Problem ist da vor allen Dingen intensive Landwirtschaft, die zu einer Überdüngung führt. Wenn jetzt zum Beispiel in der Nähe von dem Wald, wo die Pfifferlinge wachsen, jetzt stark gedüngte Felder sind und der Dünger dann die Gülle und alles, was da noch so eben gedüngt wird, in den Wald reingeschwemmt wird, dann sind die Pfifferlinge dadurch akut bedroht, aber natürlich auch durch Eutrophierung aus der Luft. Ja, zum Beispiel jetzt für Verbrennungsprozesse, die wir im Verkehr haben, in der Energiegewinnung. Da werden Stickoxide freigesetzt und die kommen dann eben auch früher oder später wieder in den Boden rein und reichern den mit Nährstoffen an. Und das ist eben auch ein Problem für die Pfifferlinge. Dann finden wir den eben im Wald vor allen Dingen, ne? Da wo die Bäume stehen, die er als Symbiosepartner mag. Und da hört man jetzt so verschiedene Sachen, dass er vor allen Dingen bei jüngeren Bäumen wächst besonders gerne. Ja, das können wir nur bedingt bestätigen. Also wir haben den sowohl bei jüngeren Bäumen als auch schon bei wirklich uralten Bäumen gefunden, bei uralten Rotbuchen und sowas. Also das ist jetzt nicht so zwangsläufig so, dass man da nur an der einen oder an der anderen Stelle fündig wird. An sich mag er ein bisschen mehr lichtere Stellen, durchaus. Ja, also auch nicht immer, man findet den durchaus auch mal richtig unterm dicken Laubdach, ja, da wo dichte Rotbuchenbestände sind. Aber vor allen Dingen mag er doch eher Wegesränder ganz gerne, ja, oder so ein bisschen so halbschattige Stellen. Hier jetzt konkret ist es zum Beispiel jetzt mal so, hier haben wir jetzt eine Stelle, wir sind hier auf einem alten Forstweg. Ja, der wurde hier eben mal genutzt für Forstarbeiten, wird er aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, denn wenn jetzt hier alle paar Tage irgendwie so tonnenschwere Maschinen drüber fahren würden, dann wäre das hier auch nichts mit Pfifferlingen. Aber der wurde hier sozusagen aufgegeben und dementsprechend ist jetzt hier so eine Moosschicht entstanden und da kommen jetzt hier überall zu Hunderten die Pfifferlinge aus dem Boden geschossen. Ne? Natürlich ist es auch wichtig, dass es feucht genug ist, denn allzu trocken mögen sie es auch nicht so gerne. Ja, und sonst haben wir hier natürlich auch viele Pflanzen nicht, ne, was uns natürlich auch Nährstoffarmut anzeigt. Wir haben hier keine Brennnesseln, wir haben hier kein Schöllkraut, ja, und so solche Sachen. Also so Nährstoffzeigerpflanzen sind hier nicht da. Ja, denn der mag schon eher Stellen, wo fast meistens nur Moos ist, ja, oder auch teilweise richtig so der Rohboden. Und wo jetzt nicht allzu dichter Bewuchs ist. Ja, hier sind ein paar Gräser, aber es ist jetzt hier nicht voll mit Gräsern, dass man hier vor lauter Gras den Boden nicht mehr sieht. Ne? Also auch das ist so wichtig. Ja, dann haben wir den Pfifferling und da ist der Vorteil auch bei dem noch ein weiterer.
Wir finden den wirklich lang. Das geht meistens im Juni los und die letzten finden wir so im November, selten sogar noch im Dezember, wenn es noch frostfreie Nächte gibt und sowas, ja. Dann kann man den also wirklich über viele, viele Monate hinweg finden im Jahr. Und damit ist es natürlich auch einer der ausdauerndsten Pilze. Als nächstes werfen wir mal einen Blick auf die Pfifferlinge. Wir haben hier zwei unterschiedlich alte Exemplare, um das Ganze mal so ein bisschen in verschiedenen Lebensstadien zu beleuchten. Und erstmal so aus der Ferne sehen wir natürlich vor allen Dingen eins, nämlich den Hut von oben und die Farbe. Und die ist recht gelb, ne? Also wir haben so helle Gelbtöne, Dottergelb, Goldgelb. Ja, manchmal geht es auch so ein bisschen schon in Richtung Orange, das Ganze von der Farbe her. Ja, dann sehen wir den Hut. Der ist recht unterschiedlich geformt, ne? Und zwar haben wir zum einen erstmal bei diesem jungen Exemplar einen Hut, der eher so ein bisschen so halbkugelig ist. Ja, der Rand ist auch hier so richtig doll, geht hier auch schon ziemlich weit nach unten noch so. Und dann stülpt sich der Hut sozusagen im Alter einmal um. Hier sehen wir es dann, was passiert. Aus dieser halbkugeligen Form wird dann eher so eine Art Trichter, ja, wie wir es dann hier haben, was ganz typisch ist. Der Rand vom Hut, der ist wellig. Auch im jungen Stadium kündigt sich das schon an, im Alter sieht man es dann aber noch viel mehr, dass er so wellig ist. Und dann schauen wir mal einen Blick auf die Hutunterseite. Ja, und da haben wir eben sogenannte Leisten, die sind eben mit dem Fleisch so richtig fest verwachsen. Ja, da kann man auch so hin und her schieben, da bricht jetzt nicht so sonderlich viel ab oder so unbedingt, ja, so ein bisschen schon. Aber das ist schon recht fest, das Ganze. Und es sieht eben so ein bisschen aderig aus. Ja, es ist halt so alles eins irgendwie. Von der Farbe her ist er vielleicht ein Ticken heller, aber wir haben schon auch diese Gelbtöne und sowas, ne? Ja, und dann kommt ein relativ kurzer Stiel, der auch gerne nach unten hin so ein bisschen schmaler wird oft. Und auch der hat so diese typischen Farben. Aber der ist auch sehr festfleischig auf jeden Fall, ne? Insgesamt fühlt sich der Pilz sehr fest an. Das ist auch ein sehr wichtiges Merkmal. Von der Größe her haben wir es jetzt so, ja, dass so ein Hut vom Durchmesser her, der hat so 5 cm im reifen Stadium, ja, teilweise auch 10 oder vielleicht auch mal selten 15 oder sogar noch mehr. Aber meistens haben wir so 5 bis 10 cm in etwa. Und dann von der Höhe her ist es auch meistens so, ja, der ist oft so breit wie hoch in etwa, ne, der Pilz. Also das ist bei dem auch ganz typisch, dass das so relativ gut zusammenpasst von den Maßen her und recht ähnlich ist. Ja, so sieht er erstmal aus. Dann haben wir auch einen Geruch, der ist sehr fruchtig. Ja, das geht so ein bisschen in Richtung Aprikosen, aber der ist nicht sehr stark ausgeprägt. Ja, also man merkt es besonders gut, wenn man mal so eine ganze Handvoll sammelt und die dann so richtig inhaliert. Dann wird man den Geruch am besten wahrnehmen können. Ja, dann gibt es natürlich auch so ein paar Verwechslungspilze, ne? Der Klassiker ist vor allen Dingen natürlich der falsche Pfifferling, wo es ja schon im Namen drin steht. Und bei dem ist es eben so, dass der eben keine Leisten hat, sondern Lamellen. Ja, die sehen halt ein bisschen weniger so aderig, runzlig aus, sondern eher, es wird so ein bisschen verglichen, oft also mehr als wenn man richtig so wie Papier hat, wo man so von der Seite auf Papier schaut, ne? Also das ist so ein bisschen mehr so das Unterscheidungsmerkmal. Der ist auch alles in allem mehr orange noch, von der Farbe her, hat noch ein gesättigteres Orange als die Pfifferlinge. Und der hat auch ein sehr biegsames und nachgiebiges Fleisch, ja, was man auch so zusammendrücken kann und mehr biegen kann irgendwie. Also auch dahingehend unterscheidet er sich. Und der gilt ja als so leicht Magen-Darm-giftig. Also der wurde wahrscheinlich in der Geschichte schon sehr, sehr oft verzehrt, im Glauben, dass es ein Pfifferling ist. Und so richtig ernsthafte Sachen sind da eigentlich meist nicht passiert. Also das ist zum Glück relativ ungefährlich. Dann gibt es einen anderen giftigen Pilz, der aber hier in Mitteleuropa eher selten ist, der Ölbaumpilz, der durchaus noch ein bisschen größer ist, ja, oder auch leuchtender Ölbaumpilz. Der wächst aber auf Holz, ja, was der Pfifferling nicht tut. Der kommt aus dem Boden herausgewachsen. Und ansonsten, ja, sind noch ein paar andere Verwechslungen denkbar, ne? Verwechslungen liegen ja immer im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Ähnlichkeit ist was Subjektives. Dementsprechend kann man natürlich durchaus auch Pfifferlinge vielleicht mit Trichterlingen verwechseln, ne? So wegen der Form. Vor allen Dingen, wenn man da jetzt Trichterlinge hat, die farblich so ein bisschen in die Richtung gehen. Oder vielleicht auch, was sehr gefährlich ist, zum Beispiel mit dem orange-fuchsigen Rauhkopf, ja, der aber auch nur ganz entfernt Überschneidungen hat, so von der Optik her, ne? Aber wie gesagt, es ist was Individuelles. Deswegen sollte man sich natürlich niemals auf Verwechslungslisten verlassen. Denn die sind von einer Person erstellt worden, die ihre eigene subjektive Wahrnehmung da eben niedergeschrieben hat. Und das trifft nicht unbedingt auf die Leute zu, die das dann gerade sammeln. Also man muss alle Merkmale einzeln natürlich immer gut vergleichen mit den Pilzen, die man gesammelt hat. Ja, so sieht er erstmal aus.
Im Angesicht dieser prächtigen Pfifferlingsparade hier wollen wir uns nun mal ein wenig mit ihrer Ökologie beschäftigen und uns anschauen, warum sie eigentlich jetzt hier so gerne in diesem Wald abhängen und was sie hier den ganzen Tag so machen. Wir haben hier relativ viele Bäume und wir haben hier nährstoffarmen Boden und das ist auch schon so ein bisschen das Schlüsselelement, denn die Bäume, die wollen vielleicht mehr Nährstoffe haben, als sie kriegen können mit ihren eigenen Wurzeln und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wasser haben, als sie kriegen können mit ihren eigenen Wurzeln. Und da kommen jetzt die Pfifferlinge ins Spiel und ihr Myzel, denn das erweitert den Radius der Bäume, indem sie eben Nährstoffe aus dem Boden ziehen können. Sie können vielleicht auch an tiefere Schichten kommen des Bodens und sie kriegen mehr Wasser und mehr Nährstoffe und im Gegenzug erhält der Pfifferling von dem Baum, der Photosynthese betreibt, andere Nährstoffe, ja, insbesondere natürlich Zucker. Und so stehen sie in Symbiose und im Austausch. Wer jetzt hier vielleicht oben auf dem Hügel irgendwo ein Feld, ja, oder irgendwie eine Siedlung, wo sehr viel gedüngt wird und sowas und hier kommen jetzt die ganzen Nährstoffe vom Dünger hier runtergeflossen, diesen Hügel, dann bräuchten die Bäume diese Pilze vielleicht gar nicht mehr, weil da wären genug Nährstoffe plötzlich da und deswegen würde dann auch keine Pfifferlinge hier wachsen, ja. So ist halt so ein bisschen dieser Zusammenhang. Eine weitere Besonderheit der Pfifferlinge ist auch so ein bisschen ihr Alter, wie alt sie so werden können, also die Fruchtkörper. Denn es gibt ja nur wirklich Pilze, die schießen wortwörtlich über Nacht aus dem Boden und die sind dann auch nur wenige Tage eigentlich in einem akzeptablen Zustand und dann sind sie auch schon hinüber. Bei Pfifferlingen sieht die ganze Geschichte schon ziemlich anders aus. Ja, die kommen eben als so kleine, ja, millimetergroße, winzige Pilze irgendwann mal aus dem Boden heraus. Dann dauert das 1 bis 2 Wochen, bis die Fruchtkörper wirklich von so millimeterkleinen Dingerchen große, ausgewachsene Fruchtkörper sind. Also die lassen sich sehr, sehr viel Zeit. Selbst dann, wenn sie ausgewachsen sind, können sie noch sehr lange überdauern. Also so ein Fruchtkörper kann schon mal einen Monat alt werden und immer noch recht gut sein. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, wie ausdauernd die auch sind im Vergleich zu vielen anderen Pilzen. Und obwohl sie so ausdauernd sind, ist es trotzdem interessant, dass die Pfifferlinge nur äußerst selten von Maden befallen werden. Also die hätten ja nur eigentlich wirklich mehr als genug Zeit, die Maden, in die Pfifferlinge sich reinzufuttern, aber aus irgendwelchen Gründen machen sie das nicht so gerne, was natürlich wiederum auch ein großer Vorteil ist beim Sammeln von Pfifferlingen. Als nächstes wollen wir mal einen Blick auf die Inhaltsstoffe der Pfifferlinge werfen. Da haben wir zum einen natürlich Klassiker, die wir bei Pilzen immer haben, Proteine, Polysaccharide. Aber wir haben auch viele andere Sachen, ja, die auch teilweise in großen Mengen vorhanden sind. Das eine, das ist das Vitamin D. Ja, Vitamin D ist da sehr, sehr viel drin. Es liegt zum einen natürlich daran, dass die Pfifferlinge recht langsam eben, wie gesagt, wachsen und damit sehr viel Zeit haben, eben in der Sonne abzuhängen und Vitamin D zu produzieren. Ja, zum anderen wachsen sie natürlich teilweise auch in Jahreszeiten, wo es einfach sehr viel UV-Strahlung gibt, mithilfe derer sie ja dann erstmal das Vitamin D überhaupt machen. Dadurch zählen die Pfifferlinge zu den Vitamin D-haltigsten Lebensmitteln überhaupt, ja, und natürlich auch zu den Vitamin D-haltigsten Pilzen überhaupt. Die Werte schwanken natürlich, ne, von Standort und Jahreszeit und so weiter, aber so als grobe Faustregel sagt man, dass schon 50 Gramm von so frischen Pfifferlingen teilweise den Vitamin D-Tagesbedarf decken können. Dann enthalten sie auch noch andere Sachen, insbesondere sehr viel Kalium und Eisen sind auch da drin enthalten. Und natürlich auch B-Vitamine. Und bei B-Vitaminen haben wir sehr viele B-Vitamine in großer Menge. Und insbesondere, was sehr interessant ist, enthalten sie auch echtes Vitamin B12. Ja? Also auch das ist in Pfifferlingen enthalten, wurde in Studien schon nachgewiesen. Allerdings jetzt nicht so viel, dass man jetzt unbedingt so direkt den Tagesbedarf damit decken kann. Aber es kann zumindest schon mal einen kleinen Anteil auch ausmachen. Ja? Also es ist sehr interessant, das enthalten jetzt auch nicht alle Pilze so, aber die Pfifferlinge, die enthalten das schon. Und ein weiterer Inhaltsstoff, den man vor allem anhand ihrer tollen Farbe sehen kann, sind Carotinoide. Die finden wir jetzt auch nicht unbedingt bei allzu vielen Pilzen, aber in den Pfifferlingen sind sie schon enthalten. Außerdem, was auch noch ganz interessant ist und eine Antwort ist, warum eigentlich doch keine Maden da drin sind, da sind auch Inhaltsstoffe drin, die so ein bisschen insektizid wirken. Ja, und das ist natürlich wiederum hilfreich gegen die Maden, aber diese insektizide Wirkung, die schadet uns Menschen nicht, sondern eben nur den Insekten, die da dran knabbern. Als nächstes schauen wir uns mal ein paar Studien an, die mit diesem Gold des Waldes gemacht worden sind. Und die Ergebnisse lassen sich nicht einfach auf den Menschen übertragen, denn es sind keine Studien mit Menschen. Wir haben vor allen Dingen erstmal relativ viele In-vitro-Studien, da hat sich einiges gezeigt, zum Beispiel eine Hemmung von Darmkrebs und eine Hemmung von Lungenkrebs und hier und da eben so eine Antitumorwirkung. Ansonsten eine immunmodulierende Wirkung hat sich gezeigt, eine antioxidative Wirkung
und auch eine neuroprotektive Wirkung. Dann gab es auch noch eine Studie mit Ratten. Da hat sich vor allen Dingen eine entzündungshemmende und wundheilende Wirkung gezeigt. Ja, und das waren auch schon die Studien. So viele gibt es dazu nämlich noch nicht. Der Pfifferling hat auch schon ein bisschen Geschichte auf dem Buckel. Er ist nämlich ein Pilz, der schon im Altertum gesammelt wurde, denn er wird schon seitdem in historischen Schriften erwähnt. Und das ist durchaus eine Besonderheit, denn nicht so viele Pilze wurden früher in so Schriften erwähnt. Also der ist auf jeden Fall einer, der schon sehr lange gesammelt worden ist. Ansonsten gibt es eben auch noch so ein bisschen Spekulationen und sowas rund um seinen Namen. Ja, warum heißt er eigentlich Pfifferling? Das liegt wahrscheinlich vor allen Dingen daran, dass er eben so ein bisschen so einen pfefferartigen Geschmack hat. Dann gibt es ja noch dieses Sprichwort, das ist mir kein Pfifferling wert oder du bist mir kein Pfifferling wert, was eben so ja Geringschätzung und sowas ausdrückt, ne? Und da gibt es eben zwei Erklärungsversuche für, wo eigentlich dieses Sprichwort herkommt. Der eine Erklärungsversuch ist der, dass Pfifferlinge früher vielleicht mal so häufig waren, was ja tatsächlich so ist, die waren ja mal wesentlich häufiger, dass es eben so ein Massenpilz war, den es einfach überall gab, dass es eben deswegen entstanden ist, das Sprichwort. Aber eine andere Version oder eine andere Vermutung ist eben, dass das eher vom 5-Pfennig-Stück kommt, denn das 5-Pfennig-Stück, das wurde auch sowas wie Fünferle und sowas bezeichnet im süddeutschen Raum teilweise und dass daraus vielleicht dann sowas abgeleitet worden ist wie Pfifferling und das eigentlich mit dem Pilz gar nichts zu tun hat, dieses Sprichwort. Ja, ansonsten heißt er ja teilweise auch noch sowas wie Chanterelle, ja, oder Cantarellus und das wiederum kommt daher, dass das so viel bedeutet wie Pokal, ne? Weil so ein ausgewachsener Pfifferling eben von der Form her ein bisschen an den Pokal erinnert. Er heißt aber teilweise auch Rehling oder Rehal oder sowas, ja. Und da gibt es in diesem Bezug zum Reh und da gibt es auch Spekulationen, dass es vielleicht daran liegen kann, dass Rehe den möglicherweise besonders gerne essen oder dass er wohl vielleicht auch ein bisschen ans Fell von Rehen erinnern soll. Naja, irgendwie nicht so ganz, ne? Aber ja, mit ein bisschen Fantasie vielleicht schon, da geht ja einiges. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte rund um den Namen auch. Ansonsten hat er auch eine Verwendung teilweise so in der traditionellen Heilkunde. Zum einen in der traditionellen chinesischen Medizin, da wird der Pfifferling vor allen Dingen in der Augenheilkunde verwendet, bei Nachtblindheit zum Beispiel. Was vielleicht auch Sinn macht, ne? Denn der enthält ja Carotinoide, wie wir erfahren haben, aber auch bei anderen Augenerkrankungen. Und in Litauen wird wohl damit auch eine Tinktur gemacht, sagt man, die so bei Darmbeschwerden für die Leberheilung eingesetzt wird und auch gegen Parasiten. Also das ist so ein bisschen was Geschichtliches rund um den Pfifferling. Ist der nicht schön? Ein wunderschöner Pfifferling. Unser Korb hat sich auch gut gefüllt. Für uns ist jetzt Schluss, denn irgendwann muss auch mal Schluss sein, bei Pilzen allgemein. Aber auch natürlich gerade beim Pfifferling, denn der steht nicht umsonst auch schon in der Bundesartenschutzverordnung. Und da heißt es, ne, man soll nur so viel sammeln, wie man für den Eigenbedarf auch verwenden kann. Deswegen sollte man da auch immer irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen und natürlich auch immer durchaus ein paar Fruchtkörper zurücklassen zum Aussporen, ne? Sehr wichtig auch bei der ganzen Euphorie und Freude. Das sind jetzt hier natürlich die echten Pfifferlinge, ne? So leuchtend gelb. Ja, teilweise gibt es ja auch ganz andere Pfifferlingsarten noch. Denn das jetzt ist ja halt der echte, der so richtig leuchtend intensiv ist. Aber es gibt zum Beispiel auch noch den Amethyst-Pfifferling, der so ein bisschen lila Töne auf dem Hut hat. Aber es gibt auch den bereiften Pfifferling, den blassen Pfifferling. Also nicht alles, was Pfifferling ist, ist auch immer gleich Pfifferling, ne? Sondern da gibt es auch nochmal feine Unterscheidungen teilweise und ganz besondere andere Arten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man damit? Und so klassische Rezepte sind natürlich oft einfach die Pfifferlinge anzubraten, scharf und dann so mit Spaghetti und Öl zu essen zum Beispiel und vielleicht noch ein bisschen Knoblauch, Petersilie, irgendwie sowas. Minimalistisch. Aber auch Pfifferlingscremesuppen und Soßen sind natürlich sehr, sehr fein. Man kann die Pilze auch ganz wunderbar sauer einlegen. Ja, also zum Einlegen sind sie sehr gut geeignet. Beim Trocknen, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Wir haben es selber auch noch nie probiert, die zu trocknen. Also man hört, manche Leute sind da eher begeistert von, manche raten da sehr davon ab, das zu tun. Also da können wir leider auch nichts sagen. Vielleicht könnt ihr das ja sagen. Und zusätzlich natürlich auch noch am besten gleich in den Kommentaren eure Lieblingsrezepte mit uns teilen, was ihr so gerne mit Pfifferlingen macht. Die Pfifferlinge, die enthalten ja nun sehr viel Vitamin D, wie ihr gelernt habt, ne? Und Vitamin D hilft ja ganz wunderbar auch, um Depressionen vorzubeugen. Was anderes, was auch sehr gut hilft, um Depressionen vorzubeugen, ist unser Buch Mittendrin im Draußen. Das erscheint am 30. August und ist ab sofort auch schon vorbestellbar. Und da geht es natürlich auch um wunderbare Pilze, wie zum Beispiel Pfifferlinge. Ansonsten gibt es auch hier noch ein schönes Video zum Thema Blaubeeren, denn da, wo die Pfifferlinge wachsen, wachsen auch meistens die Blaubeeren. Und hier gibt es noch ein anderes tolles Video. Und dann bis bald!